Alle Krone-Auflieger mit dem Namenszusatz City haben eine Trideck-Zwangslenkung. Hier wird die hintere Achse auf einem Drehkranz verbaut. Das verkürzt den physikalischen Radstand und verbessert die Manövrierfähigkeit. Aber der klassische Cityliner ist der lediglich 11 Meter lange respektive kurze Einachser. Und so funktioniert die Lenkung. Dieser Keil findet seinen Platz in der V-förmigen Öffnung der Sattelkupplung. Und wenn die Zugmaschine in die Kurve geht, nimmt die Sattelkupplung diesen Keil mit, der mechanisch über diese Zug- respektive Schubstange mit der letzten Achse verbunden ist und die Lenkung einleitet. Aber dieser Keil hat auch seine Eigenheiten. Ergo musst du beim Aufsatteln eines zwangsgelenkten Aufliegers deutlich sorgfältiger arbeiten. Beim Aufsatteln eines Standard-Dreiachsers kannst du deine Zugmaschine auch mal leicht schräg unter den Auflieger zwingen. Aber wenn du das bei einem Cityliner machst, kann es passieren, dass der Keil nicht sauber in die Sattelkupplung einläuft und somit letztlich der Kingpin nicht korrekt arretiert ist. Also beim Cityliner das Aufsatteln immer sehr gerade gestalten. Und dass die Lenkachse dabei auch gerade stehen muss, versteht sich von selbst. Denn sonst würde der Keil zum quertreibenden Klotz. Und so vermeidest du auch Diskussionen mit deinem Fuhrparkleiter wegen möglicher Schäden am Keil und/oder der Schubstange. Aber wie auch immer, nach dem Aufsatteln eines Cityliners musst du immer peinlich genau prüfen, ob die Sattelkupplung auch wirklich korrekt verschlossen ist. Und auch das Lenkverhalten deines Cityliners ist etwas anders als das bei deinem Standardauflieger. Denk also bitte in der Kurve daran, dass dein Heck etwas weiter ausschiebt. So, dann jetzt aber ab zu meinem Lieblingssupermarkt gleich um die Ecke. Mich gelüstet nach Buffet und dann Wildberry Lillet.